Camping ist eine tolle Möglichkeit, um Urlaub in der Natur zu machen. Wenn man allerdings auf den Rollstuhl angewiesen ist, muss man bei der Planung einiges beachten. Jede Behinderung ist anders und deshalb gibt es bei der Auswahl der Ausrüstung auch nicht die eine Lösung. In diesem Video zeige ich euch, welche Ausrüstung ich so benutzt habe und was ich für sinnvoll halte. Dabei gehe ich auf verschiedene Lösungen ein, denn am Ende muss es ja zu der Behinderung und auch zu der Größe des Kofferraums passen. Okay, worüber möchte ich mit euch in diesem Video sprechen? Es gibt 3 Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man eine Campingreise plant. Das erste ist, worauf werde ich denn schlafen? Da ist halt die grundlegende Frage erstmal, schaffe ich den Bodentransfer? Oder ist es für mich vielleicht doch sinnvoller, lieber eine Liege mitzunehmen, von der aus ich besser umsetzen kann? Ein weiterer Punkt, der damit einhergeht, ist auch die Vermeidung von Druckstellen. Denn gerade beim Camping und bei so einer Campingmatratze muss man besonders aufpassen, dass man sich hier keine Druckstelle holt. Die nächste Frage ist, wie halte ich mich warm? Daher sind nicht alle Schlafsäcke und Decken für Rollstuhlfahrer geeignet. Worauf muss ich beim Zelt achten? Es gibt verschiedene Arten von Zelten und da sollte man sich vorher schon Gedanken machen, was braucht man denn eigentlich? Fangen wir jetzt nun mit dem ersten Thema an, nämlich Liegen und Matratzen. Ich zeige euch erstmal, womit ich angefangen habe, was ich euch nicht empfehlen würde, und danach gehen wir weiter zu den Lösungen, wo ich sage, die kann ich je nach Behinderung weiterempfehlen. 2011 bin ich das erste Mal seit meinem Unfall wieder auf ein Festival gefahren. Und ich wusste damals noch überhaupt nicht Bescheid. Ich wollte aber unbedingt auf Nummer sicher gehen, dass ich mir keine Druckstellen hole. Ich habe mir dann ein faltbares Gästebett gekauft und darauf habe ich dann eine super teure Matratzenauflage aus dem Sanitätshaus gelegt. Und an sich war die Lösung schon okay, aber das Packmaß war halt einfach viel zu groß. Irgendwann war mir dieses Gästebett dann einfach zu groß und zu unhandlich und als Ersatz dafür habe ich mir dann ein Luftbett geholt. Das hat sich dann aber schnell als großer Fehlkauf herausgestellt. Es ist einfach viel zu instabil, als dass man sich darauf gut drehen könnte und das Umsetzen in den Rollstuhl ist fast unmöglich. Außerdem ist die Matratze im Vergleich zu dem Gästebett relativ hart und unbequem. Zum Glück habe ich dann aber die perfekte Lösung für mich gefunden. Ich habe damals wirklich sehr lange im Internet gesucht und bin irgendwann auf die Karpfenliegen gestoßen. Wie der Name schon sagt, sind die Liegen eigentlich fürs Karpfenangeln gedacht, aber für meinen Einsatzzweck sind sie einfach perfekt. Im Gegensatz zu Feldbetten sind Karpfenliegen gepolstert und haben zusätzlich auch noch eine Federung. Man kann die Höhe so einstellen, dass man sich gut in den Rollstuhl umsetzen kann und durch die beweglichen Füße steht die Liege extrem stabil. Das Packmaß dieser Liegen ist meistens relativ groß, allerdings kein Vergleich zu dem Gästebett, das ich damals mitgenommen habe. Man muss sich auch keine Sorgen machen, aus dem Bett herauszufallen, denn man liegt darin wie in einer Kuhle. Karpfenliegen gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Diese haben verschiedene Preisklassen und verschiedene Ausstattungen. Die günstigsten fangen bei etwa 100 € an. Es gibt auch Modelle, die ähnlich wie Rollstuhlkissen eine Füllung aus Memory Foam Schaumstoff haben. Falls euch die Karpfenliege aber doch zu sperrig ist, habe ich noch eine andere Lösung für euch. Ich bin vor ein paar Wochen mit dem Handbike nach Kopenhagen gefahren und brauchte dafür eine Liege, die gut zu transportieren ist. Ich habe mir dafür eine Ultraleichtliege gekauft, die sich auch im Rollstuhl einfach zusammenbauen lässt. Durch die zusätzlichen montierbaren Füße ist die Liege so hoch, dass ich gut in den Rollstuhl damit übersetzen kann. Dazu habe ich mir dann noch eine spezielle Luftmatratze gekauft. Die lässt sich auch durch einen Pumpsack aufpumpen,
was als Rollstuhlfahrer deutlich einfacher ist wie eine normale Luftpumpe. Das Besondere der Matratze ist, dass sie eine zusätzliche Polsterung in den Bezug mit eingenäht hat. Dadurch ist sie besonders bequem und schützt somit auch ganz gut vor Druckstellen. Ich war wirklich sehr zufrieden mit der Liege. Wenn ihr allerdings genügend Platz habt, würde ich euch trotzdem empfehlen, lieber eine Karpfenliege zu nehmen. Die ist dann doch nochmal ein bisschen bequemer und wahrscheinlich auch noch ein ganzes Stück günstiger. Kommen wir nun zu Decken und Schlafsäcken. Wer seine Beine nicht bewegen kann, hat normalerweise nicht viel Freude an normalen Schlafsäcken. Man kommt hier einfach total schlecht hinein. Normale Decken sind aber auch nicht immer die beste Lösung. Man verliert damit deutlich mehr Wärme, was gerade in kalten Nächten zu Problemen führen kann. Ich bin vor einigen Jahren über Ostern auf ein Festival gefahren. Dort wurde es nachts so kalt, dass es sogar angefangen hat zu schneien. Ich habe mir dann die Decke über den Kopf gezogen, um mich mit meinem eigenen Atem warm zu halten. Was ich dabei aber nicht bedacht hatte, war, dass meine Füße dadurch die ganze Nacht im Freien gelegen haben. Am nächsten Morgen hatte ich dann Unterkühlung an den Füßen und bin erstmal ins Krankenhaus gefahren. Glücklicherweise war es nicht so schlimm wie gedacht und ich konnte nach 3 Tagen wieder entlassen werden. Ich habe seitdem aber gelernt, mehr auf mich aufzupassen. Wenn ihr mit Decken unterwegs seid, solltet ihr euch vielleicht vorher Gedanken machen, wie ihr euch trotzdem warm halten könnt. Wenn ich weiß, dass die Nacht etwas kälter werden soll, kann es Sinn machen, sich vorher dicker anzuziehen, zum Beispiel mit einem Jogginganzug. Ich nehme mir immer auch noch eine zweite Wolldecke mit der ich mich zur Not auch noch zusätzlich zudecken kann. Falls ihr einen Gaskocher dabei habt, würde ich euch außerdem empfehlen, euch noch eine Wärmflasche mitzunehmen. Damit seid ihr dann eigentlich schon auf der sicheren Seite. Es gibt aber auch Schlafsäcke, die man als Rollstuhlfahrer gut benutzen kann. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Hier sind wir wieder beim Karpfenangeln. Es gibt hier spezielle Schlafsäcke, die sich direkt an der Liege befestigen lassen und dadurch verrutschen die Schlafsäcke nicht, wenn ihr euch drauflegt. Zudem gehen die Schlafsäcke über die komplette Breite der Liege. Dadurch könnt ihr euch im Schlafsack besser drehen und dadurch auch besser umlagern. Der einzige Nachteil ist auch hier wieder das relativ hohe Packmaß. Vor dem Kauf solltet ihr zudem unbedingt darauf achten, dass der Schlafsack auch zu eurer Liege passt. Eine weitere Möglichkeit, die ich zwar selber noch nicht habe, die ich aber eventuell bald mal ausprobieren möchte, sind Quilts. Quilts sind Schlafsäcke, bei denen der Rücken weggelassen wurde und die an der Liege oder an der Campingmatratze direkt festgemacht werden. Wie gut das Ganze dann aber am Ende wirklich funktioniert, lässt sich im Moment nur schwer einschätzen. Kommen wir nun zu dem letzten Thema, zu den Zelten. Das Problem bei vielen Zelten ist, dass wir vor dem Eingang zum Innenzelt diese kleine Kante haben, über die wir mit dem Rollstuhl drüber müssten. Damit wir da nicht drüber fahren müssen, habe ich mir meine Matratze so hingestellt, dass ich vom Vorzelt aus direkt in das Innenzelt übersetzen kann. So kommt dann auch der Schmutz von den Rollstuhlrädern nicht ins Innenzelt hinein. Wenn man zu zweit in dem Zelt schläft, wäre es zudem sinnvoll, wenn man mehr als einen Eingang hat. So kann nämlich der andere einfach reinkommen, ohne immer über einen selber drüber steigen zu müssen. Falls ihr doch größere Zelte braucht, kann ich euch Tunnelzelte empfehlen. Die sind teilweise so groß, dass man darin stehen kann und haben immer auch ein sehr großes Vorzelt. Da kann dann locker euer Rollstuhl und euer Camping-Equipment drin stehen bleiben für die Nacht. Das ist für Festivals oft auch eine sehr komfortable Lösung. Aber auch für Menschen, die zum Beispiel jemanden dabei haben, der gepflegt werden muss, der zum Beispiel abends umgelagert werden muss. Da ist es wahrscheinlich aber ganz schön, wenn man nebendran stehen kann und das Ganze nicht so gebückt machen muss. Was ich mittlerweile auch häufiger auf Festivals sehe, sind diese Zelte aus dem Karpfenangeln-Bereich.
Die haben nämlich auch keine Kante, über die man drüber fahren müsste und sind relativ geräumig. Die gibt es in allen möglichen Größen und Variationen. Die heißen dann meistens Bivi oder Dome oder sowas. Ich weiß allerdings nicht, wie gemütlich es darin ist, weil die haben meistens auch kein Innenzelt. Eine Möglichkeit, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, ist die Möglichkeit, direkt auf die Karpfenliege obendrauf ein Zelt darüber zu spannen. Das Problem ist halt nur, dass man bei diesem Zelt keine Möglichkeit hat, den eigenen Rollstuhl oder sein Gepäck irgendwie zu verstauen. Da muss man sich halt noch was anderes überlegen, wenn man das so machen möchte. Konnte ich euch mit diesem Video weiterhelfen? Oder habt ihr vielleicht auch eigene Ideen oder Verbesserungsvorschläge? Schreibt mir das gerne in die Kommentare.